Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht kennst du das auch, dass eine Situation passiert, wo vielleicht wie stressig ist, wo anstrengend ist für dich, wo dich herausfordert und du merkst in dem Moment, das ist alles zu viel und du kannst gar keine klare Entscheidung mehr treffen. Und wie kommen wir da raus, beziehungsweise auch, warum passiert das eigentlich, dass wir in sowas kommen oder wie können wir damit umgehen, wenn sowas passiert? Ich glaube, eins ist sicher, dass wir einen viel zu hohen Stresspegel generell haben. Ja. Also wir haben viel zu viel Angst im Körper gespeichert, wie wir eigentlich ins Leben gehen. Und Und warum oft das? so, dass wir das gar nicht merken. Ne? Nee, Die meisten die ist so Menschen. unbewusst. Ja, genau. Die ist wie so genetisch mitgenommen, aber auch halt einfach in unserem Leben. Wir verdrängen wahnsinnig viel Angst, die wir vom Leben haben. Und durch das Verdrängen bauen wir aber so eine gewisse Dumpfheit auch auf. Und diese Dumpfheit macht es uns schwierig, Entscheidungen zu fällen. Um eine intelligente Entscheidung in einer Krisensituation zu fällen, braucht man eine gewisse Ruhe, eine Klarheit. Also wie so eine Coolness auch. Ne? Also dass wir wie so das Ganze sehen. Und das ist uns total abhanden gekommen, weil wir wahnsinnig schnell durch Angst und Überforderung und Unsicherheit reagieren. Und warum es so wichtig ist, eigentlich zu meditieren oder den Körpermeditation zu machen, den Körper zu befreien, Körpersessions zu nehmen oder so, ist eigentlich, dass wir den Stresspegel, diese Unruhe, diese Angst wirklich wie runterfahren. Dass wir in unserem Leben nicht von jeder Nachricht, die wir bekommen, sofort getriggert werden mit Angst und anfangen wie so eine Maus in einem Rad eigentlich zu laufen und einfach versuchen zu überleben. Ne? Das passiert viel. Wir versuchen eigentlich wie so zu überleben und vergessen eigentlich das Leben. Also wir vergessen, dass das nicht so groß ist und nicht so schwierig ist, das jetzt zu lösen, weil wir nicht in der Stille sind, weil wir unseren Körper die Angst nicht fühlen lassen, die er eigentlich hat. Und ich habe das Gefühl, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns zurückbesinnen eigentlich zu uns selber in solchen Situationen, weil die Krisensituationen werden zunehmen. Es kommen immer mehr Krisen, die finanzielle Krise, die Gesundheitskrise, die Ausländerkrise oder die Flüchtlingskrise, die Klimawandel. Andauernd kommt irgendwas, wo unser System, oh, jetzt darum müssen wir uns kümmern, das müssen wir machen und so, ne? Und das ist zu viel für uns. Ja, und wenn dann noch was Persönliches kommt, sind wir völlig exhausted. Wie heißt das auf Deutsch? Ausgelaugt. Ja, genau. Sind wir eigentlich ausgelaugt und es ist dann eigentlich noch mehr too much. Ja. Also es ist wirklich einfach dann so viel, dass wir, und ich finde das noch so cool, also in der Krise cool bleiben. Also das ist ja so einfach gesagt. Und cool ist vielleicht auch das falsche Wort, weil es geht nicht darum, sich abzuschneiden und einfach cool zu tun und das interessiert oder das berührt mich nicht. Das ist nicht diese Coolheit, von der wir reden. Vielleicht klar Genau. cool. Also eigentlich, was wir brauchen, ist, dass wir in so einer Situation den Mind beruhigen. Also der flippt aus. Für den ist das zu viel. Also für das Denken ist das zu viel. Das Denken reagiert, das will uns beschützen und das flippt eigentlich aus. Und wir müssen lernen, unser Denken zu beruhigen in so einer Situation. Deshalb müssen wir das vorher üben, wenn es noch nicht so stark ist, weil wir das dann brauchen. Wenn eine Extremsituation kommt, brauchen wir, dass wir einen klaren Mind haben, ein klares Denken haben. Das geht aber nur, wenn das Denken sich beruhigt, wenn wir eigentlich das schaffen, und das müssen wir oft lernen, dass wir unser Denken beruhigen können. Und dann kommt so eine Klarheit plötzlich, ne? Dass wir merken, an die Richtung muss ich gehen oder das Ergebnis will ich nicht, ich will da lang oder so. Ne? Das stimmt für mich nicht, sondern das. Ne? Also das ist wie, und das braucht Zeit, das braucht auch Übung, das ist gar nicht so einfach. Und was der meint, aber ein nicht ruhiger Mind sofort versucht, ist eine Lösung zu finden. Ja. Also sobald großer Stress kommt, eine Krise kommt, eine Lösung muss her. Und die Lösung, die uns präsentiert wird, wird sofort genommen, weil wir wollen raus aus diesem Stresspegel.
Aber die Lösung ist eigentlich ein Teil vom Problem. Wir können nicht die erste Lösung nehmen, die ist oft so unintelligent. Also wir rennen dann eigentlich wie in eine Richtung, die uns vielleicht größer in den Schlamassel eigentlich bringt. Ne? Und was wir lernen müssen, ist eigentlich, wenn so Stress kommt oder eine Krise kommt, als erstes den Mind zu beruhigen. Ja. Und wie können wir den Mind beruhigen? Weil wenn wir den Mind nicht beruhigen, also wenn wir das als erstes mal erkennen, dass wenn wir den Mind nicht beruhigen, wir einfach straucheln, unintelligent sind, manipuliert werden können, wir stolpern dann eigentlich ins Überleben. Wir versuchen eigentlich dann nur noch zu überleben. Und wir wollen dich, wie sie dazu einladen, zu leben und nicht zu überleben. Und das Leben beruhigt automatisch eigentlich den Mind. Du gehst wie so zurück zu deinem Körper, spürst die Körperempfindungen, spürst vielleicht auch die Angst oder Unsicherheit, die oder da den ist. Stress in dir drin oder so. Ja, das sind alles so diese Schritte, die müssen wie automatisch eigentlich kommen. Es kommt eine Krisensituation, du merkst, der Mind fängt an, das aufzubauen, die Welt, und du drehst dich rum und kommst hier hin. Schaust den Raum, nimmst den ganzen Raum wahr, spürst, wie du das Gewicht abgibst, spürst die Wärme in deinem Körper. Ne? Für den Mind, also für den gestressten Mind, ist das wie so, was machen die denn jetzt? Was machen die denn jetzt? Ne? Der will raus, weg. Aber ja. Auch für dich ist es das Intelligenteste, das zu machen, sich erst zu beruhigen, wenn du einen Partner hast und jemanden Menschen Körperkontakt, ne? Körperlichen Kontakt anfassen, beruhigt, es beruhigt das Nervensystem. Ne? Und wenn du diesen Reflex hast, dass du nicht Entscheidungen machst aus einem gestressten, ängstlichen Mind heraus, sondern aus der Stille und Klarheit, dann wirst du ganz anders leben und wirst nicht überleben. Ne? Und dann sind diese ganzen Krisen, die da sind, auch viel eher für dich wie so durchschaubar, was Manipulation ist, was vielleicht echt ist, was echte Gefahr ist. Du kannst das wie klarer sehen. Ne? Und das, wie du gesagt hast, müssen wir eigentlich üben. Ja. Ne? Und wir schlagen euch da vor, dass du dich deiner Angst und Unsicherheit eigentlich im Vorfeld schon stellst. Ne? Also du musst wie in Kontakt kommen mit der. Also du musst das wie merken, wenn eine große, starke Angst oder Unsicherheit eigentlich durch deinen Körper kommt, in den Mind hinein oder so. Das musst du wie realisieren. Und dafür musst du wie manchmal Freundschaft schließen mit der vorher. Und wir machen das halt durch die Shaking-Meditation, die wir anbieten, hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir können da auch mal verlinken, unten dran, so eine Playlist haben wir da, ne? Ja, genau. Genau. Ne? Weil es ist mega schön, wenn kein Stress ist oder keine Extremsituation, sich wirklich Zeit zu nehmen, diesen inneren Gefühlen, also wirklich diesen inneren Körpergefühlen, das zu fühlen, das zu bewegen, also wie so Freundschaft damit zu schließen, da Kontakt aufzubauen, da hinzufühlen, zu merken, oh wow, wenn ich das bewege, wenn ich das wirklich fühle, wenn ich das bewege, dann fühlt sich das besser an, dann kann ich besser atmen, dann bin ich weniger gestresst im Alltag, dann habe ich einen besseren Kontakt zu mir, zu meinem Körper, also ich kann auch mit Menschen ganz anders reagieren, weil ich mich besser fühle. Also es ist mega bereichernd, wenn man das macht. Also selbst wenn keine extreme Situation ist. Ja. Aber es ist aber wir müssen das halt wie eben vorher üben, damit wir dann das, ne, und wenn wir merken, dass das funktioniert, dann werden wir das mehr machen. Dann wird es dann einfacher sein. Ja, genau. Ja. Und auch die stillen Meditationen, sich mit Satsang zu beschäftigen, mit dem, was über das Denken hinausgeht, das sind alles so Schlüssel, wenn eine Krise kommt. Das sind wirklich Schlüssel. Und das finden wir total wichtig, dass wir eigentlich alle an unserem Stresspegel arbeiten, dass wir lernen, Stress zu reduzieren, also reduzieren durch intelligente Handlungen. Ne? Und der Stress wird aufgebaut meistens durch eine zu große Denkaktivität, ne? Die dann halt auch ganz viele Gefühle in dir auslöst. Ne? Ja. Und das ist ein mega großes Thema, aber wir wollten es einfach mal wieder so ein bisschen
pointen, wie wichtig das ist. Ja, ich finde jetzt auch, jetzt ist so Herbst, jetzt hat man wieder mehr Zeit irgendwie und ich finde das mega schön, wenn du heimkommst und du merkst, du hast einen stressigen Tag gehabt und irgendwelche unangenehmen Gefühle sind noch da vom Tag, dann ist es mega schön, wenn du dir Zeit nimmst, die mal zu bewegen, da mal hinzugehen und da zu fühlen und zu merken, ich kann das wirklich fühlen, ich kann meinen Ärger fühlen, ich kann meine vielleicht auch manchmal Verletzungen fühlen, weil irgendwas Blödes passiert ist und ich kann das bewegen, ich kann das schütteln, ich kann mich wieder wohlfühlen, obwohl vielleicht eine unangenehme Situation in der Arbeit war. Das ist eigentlich so das, was wir meinen mit Üben. Ne? Also, und du wirst merken, dein Abend wird super, wenn du dich darum kümmerst. Ne? Und wenn du aber wie so weggehst, ist das trotzdem irgendwie in dir drin und fühlt sich nicht so an. Und da mal wie zu üben, ist ja mega schön und bereichernd. Ich finde das, ist eine ganz schöne... Aber es braucht ganz schön eine Wachsamkeit, auch so wie nicht so drauf reinzufallen, immer auf jeden Stress, oh jetzt, das ist wichtig, das ist jetzt wirklich ein Problem, das ist jetzt wirklich ein Problem. Und jedes Mal, wenn das kommt, dieser Gedanke, zurückbesinnen, erstmal schauen, was hier ist, ne? Eigentlich immer wieder diesen Step machen und so. Und das wird wie so alles ändern. Das wird eigentlich wie so alles ändern. Ne? Ja, wäre mega schön, wenn du dich auch damit beschäftigst. Und wir haben jetzt ja auch den Füllekurs, den gratis, 3 Tage. Ne? Da kannst du, tun wir auch mal einblenden, wo du dich anmelden kannst, wenn dich das Thema beschäftigt, weil da geht es auch um den Mangel in unserer Wahrnehmung, wie wir das vielleicht ändern können, wie wir wirklich unser Potenzial leben können und unsere Vision eigentlich in unser Leben bringen. Ne? Und da freuen wir uns, wenn du mit dabei bist. Dann alles Liebe von uns. Alles Liebe. Tschüss. Ganz schöne Zeit dir.